Das Gefühl, von der Gegenwart einfach überrollt zu werden? Jeden Tag gibt's neue Krisen, neue Technologien, neue Ängste. Der Historiker Yuval Noah Harari sagt, wir verlieren den Überblick, weil unsere alten Geschichten einfach nicht mehr passen. Schauen wir uns also mal seine 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert an. Das ist sein Versuch, ein bisschen Klarheit ins Chaos zu bringen. Okay, die erste Frage ist gleich mal eine richtige Provokation. Nach Jahrzehnten des Friedens war ein Weltkrieg für viele von uns ja kaum vorstellbar, oder? Aber Harari warnt uns, Leute, seid euch da mal nicht zu sicher. Er meint, die größte Gefahr ist nicht irgendeine strategische Notwendigkeit, sondern ganz einfach menschliche Dummheit. Und davon, sagt er, gibt es leider mehr als genug. Und was ist eigentlich mit dem System los, das den Kalten Krieg gewonnen hat? Jahrzehntelang war die Story doch ganz klar. Freiheit, Menschenrechte, freie Märkte, das ist der Weg in eine goldene Zukunft. Tja, aber seit der Finanzkrise 2008 und dem Aufstieg des Populismus bröckelt dieses Versprechen ganz gewaltig. Harari stellt die entscheidende Frage, wenn diese Geschichte zu Ende geht, welche kommt dann? Und das führt uns zur vielleicht persönlichsten Frage von allen. Mal ganz ehrlich, wenn die Welt sich so schnell dreht, was sollen wir denn unseren Kindern überhaupt noch beibringen? Die alten Sachen, Fakten, Daten, Jahreszahlen pauken, das fühlt sich doch total nutzlos an. Harari ist sich da ganz sicher. Die alten Antworten, die ziehen einfach nicht mehr. So, und hier kommen wir zum Kern von Hararis Diagnose. Früher, da haben Diktatoren Infos zensiert, weil sie Angst davor hatten. Heute genau das Gegenteil. Die größte Gefahr ist nicht, dass uns Infos vorenthalten werden. Nein, die Gefahr ist, dass wir in einer Flut aus Müll ertrinken. Irrelevante Nachrichten, Fake News, Ablenkungen. Und in so einer Welt ist Klarheit die wahre Supermacht. Und sein Werkzeug, um durch diesen dichten Nebel zu finden, ist eben dieses Buch. 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Das ist jetzt aber kein Kochrezept mit einfachen Antworten, das muss man klar sagen. Stellt es euch eher wie eine Landkarte der Gegenwart vor. Ein Versuch, die größten Herausforderungen mal auf den Tisch zu legen, damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden müssen. Hararis These hier ist ziemlich provokant. Er sagt, die großen Erzählungen, die das 20. Jahrhundert geprägt haben, Liberalismus, Nationalismus, selbst die Religionen, die sind mit unseren heutigen Problemen komplett überfordert. Die wurden für eine andere Welt gemacht. Frag mal die Bibel oder den Koran, was sie zu künstlicher Intelligenz oder Genmanipulation sagen. Da kommt nichts. Und damit sind wir im Herzen seiner Analyse. Harari glaubt, wir erleben gerade eine sogenannte Zwillingsrevolution. Das sind zwei riesige technologische Wellen, die gleichzeitig auf uns zurollen und die dabei sind, alles auf den Kopf zu stellen. Also die Zwillingsrevolution. Was meint er damit? Auf der einen Seite die Infotech, also KI und Big Data. Die lernen gerade, unser menschliches Betriebssystem zu hacken. Und auf der anderen Seite die Biotech. Die lernt, unsere Körper und Gehirne direkt zu manipulieren. Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dann entsteht da eine Macht, die das Leben, so wie wir es kennen, komplett neu definieren könnte. Und die Konsequenzen, die Harari da an die Wand malt, die sind wirklich fundamental. Fangen wir mal an mit Arbeit. Was passiert, wenn KI nicht nur Fabrikarbeiter, sondern auch Ärzte und Künstler ersetzt? Dann könnte eine riesige, nutzlose Klasse entstehen. Nicht nutzlos als Mensch, versteht sich, aber eben ökonomisch überflüssig. Zweitens, die Freiheit. Wenn ein Algorithmus von Google dich besser kennt als du dich selbst, deine Wünsche, deine Ängste, bist du dann noch wirklich frei oder nur noch eine Marionette? Und drittens, die Gleichheit. Stellt euch vor, nur die Reichen können sich Gen-Updates leisten, die sie klüger und gesünder machen. Dann könnte sich die Menschheit zum ersten Mal in ihrer Geschichte in echte biologische Kasten aufspalten. Hararis Spruch "Big Data is watching you" ist natürlich eine Anspielung auf Orwells Big Brother, aber es ist viel mehr als das. Bei Orwell brauchte die Diktatur noch Agenten in jedem Haus. Heute ist die Überwachung unsichtbar. Sie steckt in unserem Smartphone, in unserem Smart Speaker und sie analysiert uns pausenlos. Und das bringt uns zu der vielleicht wichtigsten politischen Frage unserer Zeit. Früher ging es um Land oder um Fabriken. Heute, sagt Harari, geht es um Daten. Denn wem die Daten gehören, der kontrolliert nicht nur die Gegenwart, der schreibt das Drehbuch für die Zukunft. Punkt.
Puh, das klingt alles ziemlich düster, was? Aber keine Sorge, Harari ist jetzt kein totaler Schwarzmaler. Im zweiten Teil seines Buches fragt er nämlich, okay, wenn das die neue Realität ist, was machen wir jetzt damit? Wie können wir in dieser verrückten Welt nicht nur überleben, sondern vielleicht sogar einen Sinn finden? Seine Antwort fängt mit einer Generalabrechnung mit unserem Bildungssystem an. Er sagt, Schüler mit Fakten vollzustopfen ist im Zeitalter von Google und Wikipedia totaler Quatsch. Infos haben wir doch mehr als genug. Was wir wirklich brauchen, sind komplett andere Fähigkeiten. Die wichtigste Fähigkeit ist heute nicht mehr Infos aufzusaugen, sondern sie zu filtern. Im Grunde geht es darum, im ganzen Lärm das eigentliche Signal zu finden. Also, was ist wichtig und was ist unwichtig? Und wie setze ich die wichtigen Schnipsel zu einem realistischen Bild der Welt zusammen? Das sind die echten Superkräfte für die Zukunft. Und wenn es um den persönlichen Sinn geht, da schlägt Harari eine ziemlich radikale Wende vor. Er meint, statt uns ewig mit der Frage, was ist der Sinn des Lebens zu quälen, sollten wir uns eine viel praktischere Frage stellen. Wie können wir Leid beenden? Das ist für ihn der universelle Startpunkt. Leid gibt es. Das ist eine Tatsache. Und wir können was dagegen tun. Sein ganz persönlicher Weg zu dieser Klarheit ist übrigens Meditation. Und für ihn ist das kein esoterischer Schnickschnack, sondern knallhartes mentales Training. Es ist eine Methode, um diesen ständigen Gedankenstrom im Kopf einfach mal zu beobachten, ohne direkt mitgerissen zu werden. Der Versuch, die Realität zu sehen, wie sie wirklich ist und nicht, wie unsere Storys im Kopf sie uns verkaufen wollen. Aber klar, Harari ist natürlich nicht unumstritten, ganz im Gegenteil. Seine Thesen haben eine ziemlich heftige Debatte ausgelöst. Schauen wir uns also mal die andere Seite an, um das Bild zu vervollständigen. Auf der einen Seite gibt's natürlich riesiges Lob. Elke Schmitter vom Spiegel zum Beispiel fand das Buch hinreißend argumentiert. Viele feiern ihn als brillanten Denker, der es schafft, super komplexe Themen für jeden verständlich zu machen. Und auf der anderen Seite? Da gibt's scharfe Kritik. Christoph Bartmann von der Süddeutschen Zeitung nennt ihn einen globalen Kummerkasten. Er sagt, Harari bedient nur altbekannte Ängste, ohne wirklich was Neues zu sagen. Ein anderer Kritiker meinte mal, Harari macht erst die Hölle heiß, nur um uns am Ende zu sagen, wir sollen mal ganz entspannt bleiben. Die Hauptkritikpunkte kann man gut zusammenfassen. Erstens, er ist zu technikgläubig. Kritiker sagen, er überschätzt, was KI heute wirklich kann und verkauft uns eine Zukunft voller Technikoptimierung als unausweichlich. Zweitens, sein Menschenbild sei total reduktionistisch. Wenn man den Menschen nur als hackbaren Algorithmus sieht, was wird dann aus freiem Willen oder Bewusstsein? Der Kernvorwurf ist also, Harari baut selbst eine große falsche Geschichte. Genau die Art von Geschichte, vor der er uns eigentlich warnen will. Also, im Kern dreht sich die ganze Debatte um diese eine Frage. Ist Harari ein brillanter Aufklärer, der uns die Augen für die Zukunft öffnet, oder ist er am Ende selbst ein Prophet für eine Ideologie, die den Menschen zur Datenmenge macht und uns eine Zukunft voller Tech-Kontrolle als einzig möglichen Weg verkauft? Und am Ende steht die Frage für jeden von uns im Raum, ist das Buch eine nützliche Landkarte für die Zukunft oder ist es selbst eine gefährliche Fiktion, die uns vielleicht in die falsche Richtung lenkt? Tja, die Antwort, die müssen wir wohl selbst finden.
Danke fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonniere den Kanal und gib ein Like. Das kostet nichts, hilft aber anderen, diese Inhalte zu finden. Bis zum nächsten Video.